Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch gerne meine persönliche Tierliste für alle Minions in Hypixel Skyblock vorstellen. Doch zunächst habt ihr die Chance, 250.000 Coins zu gewinnen, wenn ihr euren Ingame-Namen in die Kommentare schreibt. Und wer mich ein wenig unterstützen will, der kann auch gerne den Kanal abonnieren. Der Gewinner wird dann am Sonntag, den 26. Januar ausgelost und den Gewinner des letzten Giveaways findet ihr in der Videobeschreibung. Nun aber zu der Tierliste für die Minions. Angefangen bei den Minions, welche ich am schlechtesten finde. Dort ordne ich eigentlich nur die Minions ein, von denen ich denke, dass man sie wirklich niemals aufstellen muss, denn im E-Tier finden sich nur Farming Minions, für welche man auch selber recht schnell eine Farm bauen kann, um große Mengen der Materialien selber zu farmen oder wie bei den Weizen und Netherwarzen sogar komplett vollautomatisch. Weiter geht es mit dem D-Tier. Dort habe ich zunächst einmal den Eisen- und den Gold-Minion eingeordnet, da man für diese beiden Minions einen Upgrade-Slot für den Autosmelter opfern muss, damit sie ordentlich funktionieren, weshalb sie meiner Meinung nach ineffizienter sind als die ganzen anderen Erz-Minions. Ebenfalls auf dieser Stufe ordne ich den Enderman-Minion ein, denn spätestens wenn man im Midgame ist und Zugang zum End hat, gibt es keinen Grund, Enderperlen mit einem Minion zu farmen, da man so unglaublich viele Enderperlen während dem Farmen im End bekommt. Alle 6 Holz-Minions habe ich auch hier eingeordnet, da man die Minions ruhig nutzen kann, wenn man die Collection maxen will. Darüber hinaus besteht aber kein Grund, die Minions zu verwenden, da sie auch extrem ineffizient arbeiten, wenn ihr nicht auf eurer Insel seid, da sie dann anstatt 4 Holzblöcken mit jeder Abbauauktion nur noch 1 Holzblock bekommen. Den Blumen-Minion habe ich auch recht niedrig eingestuft, einfach aus dem Grund, dass der Preis für die Anschaffung nicht im Verhältnis dazu steht, welchen Nutzen man von dem Minion hat. Zudem ist der Minion extrem schnell voll, selbst mit einer großen Kiste. Kommen wir nun zum C-Tier. Dort habe ich zunächst wieder ein paar Farm-Minions eingeordnet, da ich finde, dass man die Materialien, welche die hier gelisteten Minions erfahren, nicht ganz so gut farmen kann wie die Materialien der Minions, welche ich am schlechtesten bewertet habe. Das Schweine-Minion ist meiner Meinung nach auch nur in das C-Tier einzuordnen, da man wirklich nur Schweinefleisch von dem Minion bekommt und kein weiteres Item. Aus demselben Grund habe ich auch die Mob-Minions wie Skelette oder Creeper hier eingeordnet, da man zwar Mob-Grinder bauen kann, um mehr Items zu bekommen, aber für Mob-Grinder gibt es auch bessere Minions. Die Erz-Minions für Kohle, Lapis-Lazuli, Redstone und Emerald habe ich auch hier eingeordnet, da man bei diesen Minions nicht eingeschränkt wird, was die Upgrade-Slots angeht, aber es hat nicht für eine höhere Bewertung gereicht, da die Materialien im Verkauf nicht so viel bringen und wenn man die Materialien braucht, kann man sie auch recht gut in den Deep Cavern farmen. Weiter geht es mit dem B-Tier. Dort sehen wir wieder ein paar Farming-Minions, nämlich für Kühe, Hasen und Hühner. Denn von diesen Minions bekommt man 2 bis 3 verschiedene Items, wodurch man hier mehr Gewinn machen kann als bei einem Schweine-Minion. Aber die Items sind jetzt auch nicht so wertvoll, als dass ich die Minions höher einstufen würde. Dann haben wir ebenfalls den Cobblestone-Minion auch im B-Tier, hauptsächlich weil man ihn mit einem Cobblestone-Generator kombinieren kann. Die anderen Mining-Minions wie Quarz, Glowstone oder Eis sind auch in diesem Tier, da ich der Meinung bin, dass es schwieriger ist, die Materialien dieser Minions in großen Mengen woanders zu farmen, oder man benötigt beispielsweise wie beim Endstone spezielle Items, um die Materialien ungestört zu farmen. Wie auch bei den Farming Minions im B-Tier sind auch die beiden Spinnenarten auf dieser Stufe, weil sie 2 unterschiedliche Items regelmäßig droppen. Damit sind wir auch schon beim A-Tier. Dort haben wir auch den letzten Farming Minion, den Schaf Minion, da man die Items vom Schaf Minion zu einem ganz guten Preis verkaufen kann. Das gleiche gilt eigentlich für alle Minions, welche im A-Tier aufgelistet sind, wobei zu den Diamant- und den Obsidian Minion noch zu sagen ist, dass die beiden Minions auch sehr gut für Anfänger sind, die noch keinen Super Compactor haben, da die beiden Minions nicht so schnell volllaufen. Und der Fisch Minion wurde von mir auch ins A-Tier platziert, weil man mit ihnen einfach so viele Collections gleichzeitig vervollständigen kann und der Minion nimmt auch einen das stundenlange Angeln ab. Kommen wir nun zu meinen absoluten Top-Minions, den S-Tier. Dort haben wir, wie zu erwarten war, den Clay-Minion, zu dem es eigentlich nicht so viel zu sagen gibt, denn jeder, der Skyblock länger als 10 Minuten spielt, sollte mitbekommen haben, dass man mit Clay ohne großen Aufwand ordentlich Coins verdienen kann. Der Schnee-Minion ist eigentlich noch besser als der Clay-Minion, nur ist die Anschaffung dort etwas schwieriger. Und Leute, denen stundenlanges Zusammenkraften von Items nicht ausmacht, können sogar noch mehr Coins mit ihren Minions verdienen, indem sie sich eine Magma Cube Farm oder eine Tarantula Farm bauen. Wobei die Magma Cube Farm deutlich anfängerfreundlicher ist, da dort das Leveln der Minions nicht so teuer ist. Und die Magma Cube Minions über Nacht auch nicht so schnell voll werden, wie die Tarantula Minions. Dafür bekommt man aber bei den Tarantula Minions auch mehr Gewinn. Das war dann auch schon meine Tierliste. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Minions ihr am besten oder am schlechtesten findet. Und wenn ihr mehr Tutorials rund um Hypixel Skyblock sehen wollt, dann lasst doch gerne mal ein Abo da und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.